Hallo meine Freunde, wir haben mal wieder ein kleines Problem mit unserem C4. Im Armaturenbrett blinkt die Batterieleuchte oder die Generatorleuchte, ABS ist schon aus. Das ist normalerweise ein deutlicher Hinweis auf die Lichtmaschine. Das zu überprüfen habe ich meinen Voltmeter angeschlossen und wir haben mit laufendem Motor nur noch 11,2 Volt. Ich werde euch also heute zeigen, wie man die Lichtmaschine aus- und wieder einbaut. Bevor ihr aber an die Lichtmaschine geht, muss auf jeden Fall die Batterie weg. Bei Modellen mit Klimaanlage sitzt die unterm Rücksitz. Die Rückbank ist mit 2 Kreuzschlitzschrauben Philips 3 befestigt. Danach könnt ihr die Rückbank vorne anlupfen, anheben und ein Stück von der Batterie wegmachen. Die Batterie ist dann unter dieser Abdeckung. Dann die Schraube lösen und Pol abruckeln. Und sicherheitshalber macht er die Kappe drauf, dann kann das Kabel nämlich nicht aus Versehen da drauf springen. Weiter geht's mit den Verkleidungen. Die haben diese komischen Schnappholzen, gerade 90 Grad drehen und weg springt er. Weil wir müssen jetzt den Riemen abnehmen. Die vordere Verkleidung hat jetzt schon Imbusschrauben, 5er Schlüsselweite. Die sitzen hier, hier und 2 an der Vorderseite. Erstmal lösen. Die können manchmal ziemlich fest sitzen. Ausdrehen. Und wenn alle draußen sind, geht die Verkleidung gerade so runter. Dann markieren wir die Laufrichtung des Keilrippenriemens. An der Spannrolle ist unten ein Eingriff für eine 10er Imbusnuss. Wenn er da drin sitzt, drückt er anständig drauf und dann kann man den Riemen gerade so entnehmen. So, dass der passt, klappt das ja alles. Da die Lichtmaschine hier unten am Motor sitzt, müssen wir jetzt von unten weiterarbeiten. Das heißt erstmal die Verkleidung ab. An der Hinterseite der unteren Verkleidung sind solche 180 Grad Verschlüsse, die müsst ihr gerade rausdrehen. Gut. Seite sind die komischen Plastik, die werden nur 90 Grad gedreht und schon gehen sie raus. So, und die auf der anderen Seite natürlich auch. Dann müsst ihr die vorsichtig versuchen hier rauszumachen, dass nicht allzu viel reißt. Den Haken drüber lupfen und jetzt kann die Verkleidung raus. Das ist die Frischluftzuführung zur Lichtmaschine. Die kann man ausrasten und dann geht sie runter. Einmal und zweimal. Die elektrischen Anschlüsse sind auf der Rückseite ziemlich versteckt. So, das kleine Schräubchen hat eine 8er Schlüsselweite. Kann ganz schön sitzen. Wenn es mal los ist, geht es dann ganz schnell. Jetzt aufpassen, dass er auch sicher verliert. Da habe ich es. Wenn wir hier das Hauptstromkabel zum Anlasser ein bisschen wegschrauben, haben wir mehr Platz. Das Schräubchen am besten gleich drauf, dann verliert man es nicht so gut. Die obere Halterung der Lichtmaschine hat wieder die lustige Schlüsselweite 16. Machen Sie mal von vorne lose. So, gerade mal locker machen, dass wir die Maschine drehen können. Unten hat sie die Schlüsselweite 13. Die untere können wir gleich mal komplett rausmachen. Und dann könnt ihr nämlich die Lichtmaschine ein Stück bewegen und dann kommt man besser an die Anschlüsse. So, jetzt kommt man deutlich besser an die Verschraubung vom Hauptstromkabel. Könnt ihr das Kabel runternehmen. So, jetzt ist die Lichtmaschine draußen. Und wenn wir die hintere Schraube am Halter noch rausmachen, haben wir noch mehr Platz. Lichtmaschine hier runter so entnehmen. Der Regler sitzt unter dieser Abdeckung hier, unter der Kunststoffkammer, unter der Kunststoffkammer, wo auch die Luft zufädelt. Er hat schöne lange Bolzen, wo wir dann drauf sitzen.
Dann könnt ihr die Kappe gerade so entnehmen. Der Regler sitzt hier. Hier hat er eine Schutzkappe, wo man die Kohlen schauen kann. Könnt ihr gerade so abziehen. So, das ist so gut wie keine Kohle mehr übrig. Wir machen den Regler mal raus. Der Regler ist hier und hier mit 8er Schlüsselweite. Mal noch drauf sitzen lassen. Wir machen erst noch die kleine runter. Die kleine hat 7er Schlüsselweite. Er hält jetzt den Regler nach unten, dass er nicht gleich hochschnappt, weil wir müssen die Kohlen da oben ausfädeln, sonst sprechen die gleich ab. Und dann erstmal die großen Muttern runter. Schiebt er die Kohle zurück und dann schiebt er ein bisschen Karton zwischen die Kohle rein, dass man nachher gut über die Nut kommt. Das gleiche mit der hinteren. Jetzt habe ich sie. Wenn ihr die hintere Kohle habt, könnt ihr den ganz langsam hier drüber lupfen. Ja, jetzt kommen die raus. Und da sieht man auch das Problem, die hintere ist im Prinzip Ende. Zum Vergleich, so sieht eine neue aus. Die wäre noch ganz gut, aber die hat es erledigt. Ihr seht ja, wie lang die neuen sind im Vergleich. Den neuen Regler steckt er so drauf, wie der alte rausgekommen ist. Dann kommen erstmal die zwei und hier war das kleine Schräubchen. Handfest anziehen genügt bei dem Zeug. Muss die Kappe da drauf und gut ist. Wie diese Kappe drauf kommt, seht ihr an den Stromanschlüssen. Gibt es also keine Verwechslungsmöglichkeit. Und die hat auch nochmal 3 Bundmuttern. Und auch wieder reihum mit ein bisschen Gefühl anziehen. Das ist nur ein Kunststoffdeckel. Die Lichtmaschine setzt er wieder von unten an. Die muss ungefähr in der Orientierung rein, was ihr am Luftschlauch seht. Jetzt noch drehen. Ja. Wenn ihr die Achse mal durch habt, also die lange Schraube oben, dann muss von hinten die Mutter drauf. Da das Hauptstromkabel drauf und auch die kleine Leitung. Auf den großen Bolzen kommt natürlich die große Bundmutter. Das kleine Mütterchen kommt auf den kleinen Bolzen. So, mit den entsprechenden Verlängerungen kommt man auch an das Hauptstromkabel dran. So, die zieht er dann gleich final an. Wenn unter den Bolzen drin haben, kommt dann die nicht mehr ran. Okay, reicht. Der Anzug der kleinen Leitung ist Gefühlssache, also nicht übertreiben. Die 6er Bolzen. Dann kommt die lange Schraube vorne rein in ihr Loch. Und jetzt sitzt die Lichtmaschine eigentlich schon wieder. 10er Schraube seid ihr ungefähr mit 40 Newtonmeter Drehmoment dabei. Und 20 Newtonmeter für dick mit dem 13er Kopf. Jetzt sitzt die Lichtmaschine wieder fest. So, der Riemen geht jetzt unten über die Kurbelwelle, dann über die Lichtmaschine, dann hier drüber und wird jetzt hier oben mit dem Spanner gespannt. So, und dann spannt er die Rolle runter, setzt den Riemen drauf und gut ist. Wenn die Kabel wieder alle dran sind, können wir auch die Batterie dran setzen. Bevor wir die Leitung hier festmachen, muss erstmal die Luftzuführung zur Lichtmaschine drauf. Die wird einfach hochgesteckt. Rastet die ein, Klack hat sie gemacht. Gut, jetzt setzen wir das hier drauf. Jetzt geht es nämlich.
Da vorne haben wir eine weitere Halterung. So ist gut, nicht übertreiben. Die große Verkleidung müsst ihr jetzt so einsetzen, dass sie gleichzeitig zwischen all die weißen Laschen und das schwarze Plastik greift. Jetzt habe ich alle Laschen richtig. Und jetzt können wir es ein bisschen vorschieben und dann hochzudrücken. Und dann machen wir gerade die Schnappverschlüsse rein. Wir können das dann auch noch ausrichten. Die vordere Verkleidung setzt ihr einfach so auf. Schräubchen rein. Und 2 Schrauben sind noch von vorne. Gefühlvoll anziehen reicht vollkommen. Ich habe eher schon das Theater gehabt, dass ich die Dinger nicht losbekommen habe, wenn da wieder irgendein Halb zugedreht hatte. Dann kommt noch die obere Verkleidung drauf, dass auch jeder weiß, dass der Motor 6 Zylinder hat, wenn man nicht zählen kann. Und gerade zu 90 Grad Schnappverschlüsse. Ansetzen, Druck, ein bisschen drehen. Richtung ist sogar egal, in die man dreht. Alle Lichter sind nun aus, perfekt. Wir prüfen auch mal gleich mit dem Voltmeter. 14,3 Volt Ladespannung bei schon teilweise entladener Batterie. Perfekt. So, meine Freunde, heute habe ich euch gezeigt, wie man eine Lichtmaschine an dem Auto oder einen Regler wechselt. Tschüss, bis zum nächsten Video.